Das Ökosystem eines Haubengeckos. Einleitung. Der Haubengecko ist eines der beliebtesten Reptilien im Heimtierhandel. Sie gehört zur Eidechsenklasse der Tierreichs. Obwohl sie unter das Eidechsen fallen, unterscheiden sich viele ihrer körperlichen Eigenschaften und natürlichen Gewohnheiten von den üblichen Eidechsenfamilien. Sie haben ein sehr attraktives Aussehen und interessante Verhaltensmuster. Physikalische Eigenschaften. Die hieratische Projektion des Haubengeckos verläuft von oben über das Auge bis zur Schwanzbasis. Die durchschnittliche Länge des Haubengeckos beträgt etwa 7 bis 9 Zoll. Haubengeckos besitzen einen langen Greifschwanz, der dem Tier hilft, während des Aufstiegs ein Gleichgewicht zu halten. Ihr Schwanz ist in der Nähe seiner Spitze mit kleinen Haaren bedeckt. Diese Haare werden als Setae bezeichnet. Ihre Augen haben haarartige Vorsätze, die eigentlich eine Hautverlängerung sind. Diese Verlängerungen sehen aus wie Augenlider. Eine transparente Skala ist in ihren Augen, um sie feucht zu halten. Ökologie und Verhalten. Sie sind eine meist baumartige Art, die es vorzieht, das Vordach der neukaledonischen Regenwälder zu bewohnen, und deshalb können sie sehr gut springen. Sie sind in erster Linie nachtaktiv und verbringen die Tageslichtstunden in der Regel an sicheren Stellen in hohen Ästen. Haubengeckos häuten sich in jungen Jahren bis zu einmal pro Woche. Wenn das Wachstum abgeschlossen ist, findet der Prozess nur einmal alle 1 bis 2 Monate statt. Die Zellen um die Basis des Schwanzes sind spröde, sodass sich der Schwanz lösen kann, wenn er bedroht oder von einem Raubtier gefangen wird. Der Verlust des Schwanzes ist unproblematisch und die meisten Erwachsenen in der Wildnis haben ihren Schwanz nicht. Die Bedeutung des Haubengeckos in seinem Ökosystem. Der Haubengecko ist ein wichtiger Teil des neukaledonischen Ökosystems und es ist wichtig, dass die Bemühungen um den Erhalt dieser Art, die in ihrem natürlichen Lebensraum gedeiht, fortgesetzt werden. Während Haubengeckos in der Haustierindustrie gedeihen können, bedrohen eine Reihe von Faktoren den Erfolg dieser Kreatur in der Wildnis Neukaledoniens. Wie jede andere Art spielt auch der Haubengecko eine wichtige Rolle in seinem eigenen Ökosystem. Ohne diese Geckospezies würden die Insekten, von denen sich der Haubengecko ernährt, ungenähmt bleiben. Ameisen, die sich von den Haubengeckos ernähren, können sich entfalten und deshalb hat die Entfernung einer Art aus einem Nahrungsnetz mehrere Auswirkungen auf andere Organismen. Atmungsorgane. Die Oberfläche der Lunge wird durch die Entwicklung von Trennwanden vergrößert, die wiederum Alveolen aufweisen. Da der Austausch von Atmungsgasen über Oberflächen hinweg stattfindet, für eine Erhöhung des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen zu einer Erhöhung der Atmungseffizienz. Die meisten Reptilien atmen, indem sie das Volumen der Körperhöhle verändern. Durch die Kontraktion der Muskeln, die die Rippen bewegen, wird das Volumen der Körperhöhle vergrößert, wodurch ein Unterdruck entsteht. Der Druck, die in die Lunge strömende Luft wieder auf atmosphärisches Niveau gebraucht wird. Durch die Kontraktion der Körpermuskeln lauter wird das Volumen der Körperhöhle reduziert und Luft aus der Lunge gepresst. Nervensystem.
Wie bei allen Wirbeltieren besteht das Nervensystem von Reptilien aus einem Gehirn, einer Spinalnervenauflagenerven, die aus dem Gehirn oder Rückenmark laufen, und Sinnesorganen. Im Vergleich zu saugeren Tieren haben Reptilien ein proportionales kleineres Gehirn. Bei Reptilien ist die relativ und absolut Größe der zerebralen Hemisphäre viel kleiner. Reproduktionssystem. Ein weibliches Haubenweibchen muss sich nur einmal mit einem Männchen paaren, um alle 4 bis 6 Wochen 2 Eier für mehr als 8 bis 10 Monate zu legen. Die Spermieretention stellt sicher, dass die Eier, die das Weibchen legt, während ihres Brutzyklus fruchtbar bleiben. Nach diesen 8 bis 10 Monaten durchlaufen die wilden Frauen einen Kühlzyklus, der in der Regel durch leichte Temperatur- und Tageslichtveränderungen im Lauf der Winterstation ausgelöst wird. Kreislaufsystem. Das Herz besteht aus 4 Kammern, die in einer linearen Abfolge geordnet sind. Mit der Evolution der Lunge bei frühen Tetrapoden entwickelte sich ein neues und scheinbar effizienteres Kreislaufsystem. 2 Herzkammern, das Atrium und die Herzkammer, wurden immer wichtiger und es entstanden die Anfänge einer doppelten Zirkulation. Ein frühes Stadium dieser Entwicklung ist heute bei Amphibien zu beobachten, wo eine der Hauptarterien vom Herzen direkt in die Lunge führt, während die anderen, die systematischen Arterien, Blut in den allgemeinen Körper transportieren. Bei Amphibien wird das Blut in der Lunge belüftet und in den Vorhof des Herzens zurückgeführt. Von der linken Seite des Vorhofs, die zumindest teilweise geteilt ist, wird das belüftete Blut in die Herzkammer gepumpt, um sich mit nicht belüftetem Blut zu vermischen. Nicht belüftetes Blut aus dem Körper wird über die rechte Hälfte des Vorhofs in das Herz zurückgeführt. Dann beginnt der Zyklus von Neuem. Abiotik und Biotikfaktoren. Gecko mit Schrumpf als Haustiere. Schrumpfgeckos sind in einem Gehege relativ leicht glücklich zu halten, solange sie neben der Höhe, die es ihnen erlaubt zu klettern, auch tagsüber mit Verstecker versehen sind. Natürlich sind auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit wichtige Faktoren dafür, wie glücklich ein Gecko in Gefangenschaft sein wird. Die ideale Temperatur für ein Haubengecko-Gehege liegt zwischen 70 und 85 Grad Celsius. Da dieser Temperaturbereich in allgemein die Temperatur eines Hauses ist, benötigen diese Gecko keine zusätzlichen Wärmequellen, es sei denn, sie leben in einem Gebiet, das unterhalb dieses Temperaturbereichs liegt. Die Luftfeuchtigkeit des Geheges sollte zwischen 50 und 80% gehalten werden, da dieses Gecko Ökosystem von Typ Regenwald bevorzugen. Dieser Feuchtigkeitsbereich kann aufrechterhalten werden, indem die Geckos jeden Abend beschlagen werden, wie sie aktiv werden. Die Bereitstellung eines geeigneten Substrats ist auch wichtig, um die richtige Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Eine Art von Substrat, das viele Gecko-Besitzer bevorzugen, ist Orchideenrinde, da sie Feuchtigkeit speichert und die Luftfeuchtigkeit erhöht. Diät. In der Wildnis ist der Haubengecko ein allesfressender Gecko, wird aber von eigenen auch als frugivorus bezeichnet. Dieser Gecko ernährt sich von einer Ernährung, die hauptsächlich aus Insekten und Früchten besteht. Eine gute komplette Gecko-Diät besteht aus Pangaea oder Repaschi und etwa 2 passend großen Grillen oder andere Insekten alle 2 Wochen. Es wird empfohlen, Geckos Fruchtgewürze, Babynahrung zu futtern, da sie süß ist und viele Kohlenhydrate enthält.